Am liebsten hätte ich die Zeit angehalten. Ich wollte nicht nach Deutschland. Aber mein Bauch wurde immer runder und bald war es August. Kurz vor meiner Abreise fuhren Frank und ich noch einmal nach Tabuk, um auf dem Goldzug ein paar Schmuckstücke zu kaufen. Mitbringsel für Eltern und Freunde. Nachdem ich meine Geschenke ausgesucht hatte, sah Frank ein wunderschönes Armband in Weiß, Rot und Gelbgold, das er für mich kaufen wollte. Weil er aber den Preis zu hoch empfand, feilschte er mit dem Händler. Der Verkäufer schnalzte missbilligend mit der Zunge und war nicht bereit nachzugeben, denn er hatte die Begeisterung in meinen Augen gesehen. Die Verhandlungen wurden durch das Rufen des Muezzins vom Minarett der nahegelegenen Moschee unterbrochen. Sofort wurden in den umliegenden Geschäften die schweren, eisernen Rollgitter an den Läden heruntergelassen. Der Händler drängte und ließ im Preis etwas nach. Es war ihm anzusehen, dass er das schnelle Geschäft vor dem Gebet noch mitnehmen wollte. Gerade in dem Moment, als Frank einwilligte, stürmten mehrere alte Männer in grünen Gewändern herein. Sie trugen schwere Stöcke in den Händen und schlugen damit, begleitet von einem heftigen Wortschwall, auf die Ladentheke. Gebetspolizei. Mit Fäusten drohend beschimpften sie uns. Rasch ließ der Händler das schwere Schmuckstück in eine Tüte gleiten, riss Frank das Geld aus der Hand und unter den wütenden Gebärden der Gebetspolizisten schubste er uns aus dem Laden. Krachend fiel hinter uns das eiserne Tor herunter. Auf dem Rückweg hielt Frank an den Roten Bergen und legte mir das Armband ums Handgelenk. Ich will damit nicht warten, bis unser Kind da ist, sagte er. Ich möchte, dass du es jetzt schon trägst. Bald darauf schimmerte weit unten das Meer in der Abenddämmerung. Es fiel mir schwer, meine Sachen zu packen, aber 2 Tage später legte ich unglücklich meinen Lieblingskaftan beiseite. Die dünne rosa Seide war mittlerweile von der Sonne ganz verblichen. Wir wurden mit einem kleinen Firmenbus zusammen mit anderen Campbewohnern nach Aqaba in die jordanische Hafenstadt gebracht. Von dort sollte es nach Amman und anschließend weiter mit einer deutschen Fluggesellschaft nach Frankfurt gehen. Am Flughafen in Aqaba waren wir plötzlich umgeben von bekannten Gesichtern, von Leuten, die wir von früher irgendwann einmal in der Nahostregion getroffen hatten. Menschen, die man gut kannte, obwohl sie keine Freunde waren und mit denen man aber trotzdem verbündet war durch die Besonderheit des Zusammenlebens. Man wusste so viel von dem anderen. Die Flughäfen wurden zu Orten des Wiedersehens. Ich schaute auf das Meer, kurz nachdem die Maschine sich in das weite Blau des Himmels erhoben hatte. Wir waren aber noch nicht lange in der Luft. Der amerikanische Pilot hatte sich den Passagieren gerade vorgestellt, als das Flugzeug in rasender Geschwindigkeit wie ein Stein nach unten fiel. Eine Frau schrie, wir stürzen ab. Aber die Maschine fing sich wieder, um kurz darauf wie eine Rakete in die Höhe zu schießen. Es war unglaublich. Ich bekam Panik. Es kam mir vor, als sei das Baby in meinem Bauch bis unter mein Kinn gerutscht. Frank drückte meine Hand so fest, dass sie weiß und blutleer wurde. »Don't worry«, rief der Pilot durchs Mikrofon und erklärte, dass die Thermik zwischen den hohen Bergen und dem Meer die Ursache für die Turbulenzen wären. Mich beruhigte das kaum, denn der wilde Ritt ging weiter. Ein Araber hinter mir übergab sich. Ich habe sowas nie wieder erlebt. Es dauerte endlos, bis der Pilot das Flugzeug wieder im Griff hatte. Schließlich atmeten wir auf. In Amman wartete schon unsere Anschlussmaschine nach Deutschland. Ich bin wirklich so stolz auf euch, meine lieben Follower. In so kurzer Zeit hat der Kanal schon knapp 500 Stammhörer. Und jeden Tag kommen neue dazu. Dankeschön, es freut mich wirklich sehr. Es fehlen nur noch die Abos, denn die kosten ja nichts und die Likes auch nicht. Es wäre wirklich super, wenn die auch noch steigen würden. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Eure Hilde.